Freunde der Sonne, ich bin's wieder, Mai, eure Chemikerin des Vertrauens. Hi Mai. Du bist heute wissenschaftlich geprüft. Wer wagt es, die Queen of Wissenschaft zu hinterfragen? Früher oder später hätte es sowieso irgendjemand gemacht, also warum nicht ich? Und ich habe schon den Anspruch, MyLab wissenschaftlich zu prüfen und nicht nur Meinung gegen Fakten, gegen Theorie. Und deswegen habe ich eine Statistik gemacht. Datenschubsen. Denn wie heißt es so schön? Echte Wissenschaft macht man nur mit Zahlen. Dass bloß die Zahlen daraus Zahlen gehören zu wissenschaftlichen Fakten. Damit will ich auch klären, was bei ihr gut läuft, was nicht und warum sie so erfolgreich ist. Was? Und ich hoffe, dass dieses Video dadurch Mehrwert liefert für die Leute, die Mai einfach nur nacheifern wollen. Wie? Klar, logisch. Mai ist bescheidene Vollzeit Wissenschaftsjournalistin. und laut eigener Aussage auch selbstkritisch. Seid also immer kritisch, also habt eine gesunde Skepsis, auch mir gegenüber. Denn es gibt nichts Schlimmeres als Fachidioten, die ihre eigenen Fehler nicht einsehen und den ganzen Tag damit beschäftigt sind, so zu tun, als würden sie alles wissen. Ich will ja hier kein Fanvideo machen und mich nur einschleimen. Ich will ja auch konstruktiv kritisieren. Weil was bringt es jemandem, ein Review zu sehen und da steht eigentlich nur drin, ja, das war gut? Nein. Ein gutes Review sagt, das und das kann man besser machen. Sonst bringt es gar nichts. Bevor ich jetzt meine Statistik-Analysenbeobachtung starte, stelle ich für alle Dattler schon mal meine Quintessenz hier vor. Es fällt auf, Mai ist sehr konsistent in ihrer Schaffenskraft, bis auf ein paar wohlverdiente Urlaubswochen, was in jedem Beruf angesagt ist. Trotzdem stagnieren die Videos nicht. Also es ist stets eine Weiterentwicklung beobachtbar und sie ist auch experimentierfreudig und hat vieles Neues ausprobiert, was ihr besonders im Jahr 2018 zum Durchbruch verholfen hat. Weil ab da hat sie weniger Standardwissenschaftsthemen behandelt und mehr brandaktuelle und im Internet viel beachtete Themen, Clickbait-artig positioniert. Unter anderem dadurch, aber auch schon viel früher, hat sie eine starke Community aufgebaut mit vielen Insidern, Gadgets und Sidekicks. Sidekick war am Anfang noch der lockige Matthias, später dann Sadit und Insider ist sowas wie das Keks-Emoji. Auch das gute Gefühl, dass ich eben Mehrwert generiere für die Community. Wer ist denn die Community eigentlich? Wer guckt das? Ich sag mal, für ein öffentlich-rechtliches Angebot sind es recht junge Leute. Dann, ihr kennt sie, macht sie das Ganze nicht staubtrocken, sondern mit viel Humor und Witz. Und ich würde behaupten, man braucht schon eine gewisse emotionale Intelligenz, um das alles zu verstehen. Aber ich als Rheinländerin bin da auf jeden Fall großer Fan von diesen vielen kleinen Einspielern und Augenzwinkern. Chemie! That's the spirit. Awkward. Hallo, Schätzelein. Schätzeleins, ihr wisst doch Bescheid. Weißt du Bescheid, ne? Ranga Yogeshwar würde das nie so machen. Der wird seinen Text einfach trocken runterrattern. Hier eine solche Geistesblitzkugel. Aber jeder Mensch ist anders. Mai ist, glaube ich, Hessin, aber sie ist auch schon sehr viel rumgekommen. Sie war ja auch an der RWTH Aachen und das zählt ja auch zu Rheinland. Dann ist sie natürlich auch in vielen anderen Medien vertreten, was der Reichweite natürlich sehr zuträglich ist. Und ich denke auch, dass sie sich echt mit ein paar Search Engine Optimization Techniken beschäftigt hat. Genau weiß ich das natürlich nicht, aber ich stelle mal meine Beobachtung jetzt vor. Neben Online-Analytik-Tools wie Social Blade und TubeBuddy habe ich auch eine Oldschool-Excel-Tabelle erstellt. Ist natürlich nicht immer up-to-date, aber hier kann ich einiges zeigen, was ich in den anderen Tools nicht sehen kann, wie zum Beispiel Genres und Formate. Fangen wir erstmal mit Social Blade an. MyLab gibt es seit dem 1.10.2016. Damals hieß es noch schön schlau. Und man sieht hier einen ganz moderaten Anstieg von Subscribern. Und Ende März, April 2018 ging es so richtig ab. Hier die 3 Peaks, das sind Mais erfolgreichste Videos. Laut Social Blade ist das Milches Gift, Kokosöl und das ASMR-Video. Wobei das Kokosöl-Video die beste Bewertung hat. Wenn wir uns mal Highest Rated Videos anschauen, dann sieht das ganz anders aus. Dann ist das hier ein ganz altes Video, 5-Sekunden-Regel mit Zellenwasser und das Problem mit wissenschaftlichen Studien. Zahlen sind ja schön gut, aber visuell finde ich das als Balkendiagramm nochmal schöner veranschaulicht. Hier sieht man mal das Verhältnis Milch ist Gift, ganz klar, das war auch so eine Art aktuelles Thema, was viele andere Leute interessiert haben, die auch nicht nur MyLab schauen. ASMR war jetzt kein akutes, top aktuelles Thema, aber ein über einen langen Zeitraum viel beachtetes Thema. Und was man in den anderen Statistiken nicht sehen kann, die schlechtesten Videos. Und das sind natürlich Videos zur Anfangszeit, zum Beispiel das 10.000 Abonnenten-Special, was auch besonders ironiebehaftet ist, wenn man sich das mal angeschaut hat. Schön schlau hat die 10.000 Abonnenten geknackt. Was ist schön schlau? Ich kenne schön schlau nicht, ehrlich gesagt. Das kennen wir gar nicht. Was ist denn schön schlau? Das ist ein Wissenskanal, der jetzt 10.000 Abonnenten hat, aber leider kennt ihn niemand. Das ist schlecht, gell? So viel Scheiß auf YouTube, da guckt ihr noch kein YouTube. Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz an den
rein, weil ich meine, irgendwo muss es doch Leute geben, die schön schlau kennen. Mai, ich muss gehen. Was wird das? Nein, du kannst nicht. Ich kann das nicht alleine. Also wenn wir irgendwann mal jemanden finden, der es kennt, dann... Was für ein Video ist das hier? Das ist ja ein eher frühes Video, was viel Beachtung fand. Wenn Asiaten Alkohol trinken, Mai betrinkt sich. Einer fällt mir dabei ein, den ich mir auch angeguckt habe. Ich glaube, das ist überhaupt ihr großer Renner über die Wirkung von Alkohol. Wie ich von meinen eigenen Kindern gehört habe, wird der auch im Chemieunterricht in Schulen gezeigt. Ja, das höre ich auch immer wieder. Ne? Das war ein Selbstversuch. Damit kommen wir hier zu meiner tollen Genre-Einteilung. Ich habe das so eingeteilt. Das Hauptthema und dann das zweite, was auch noch so ein bisschen damit zu tun hat, ist natürlich jetzt ein bisschen verwaschen, weil es jetzt meine persönliche Einteilung ist, aber immerhin besser als gar nichts. Absteigen, sortieren. Die Top 3 hatten zum Beispiel die Genres so wissenschaftlich, allgemein wissenschaftlich geprüft und Ernährung, Chemie, und das hier hatte ASMR, habe ich jetzt zur Psychologie und Neurologie gepackt. Ist ziemlich bunt. Und jetzt sehen wir die Gesamtstatistik der Genres. Also ich habe da quasi immer gezählt und Unterschiede zwischen Primärthema und Sekundärthema und hier ein schönes Balkendiagramm erstellt. Und so wie ich das sehe, sind die meisten Themen eher so zur Psychologie zuzuordnen, wobei ich zur Psychologie auch sowas wie, hier habe ich Soziologie, Neurologie, Philosophie, Linguistik, Gesellschaft und Gender Studies gezählt habe. Also liegt wahrscheinlich eher an meiner Einteilung, weil ich persönlich ja auch aus der technischen Ecke stamme und ich ungerechterweise alles, was mit Sprachwissenschaften zu tun hat, gerne über einen Kamm schere. Ich stelle einfach mal meine Kategorien vor. Physik, Mathematik, Statistik und Welt alles eins. Biologie, Klima und Umwelt, Ernährung ist nur Ernährung. Dann sowas wie Ansprachen, Informationen, Q&A, Kommentare, Persönliches, Interviews und Specials. Musik und Akustik. Chemie, dann der sprachwissenschaftliche Batzen. Medizin, Genetik, Intelligenzforschung und Gesundheit. Comedy, Parodien und Unterhaltung. Zoologie gab es auch, zum Beispiel das mit den Mäusen. Tipps und Tricks, How-Tos und Life-Hacks. Listings habe ich jetzt nicht dazu gezählt, weil die Listings, die konnte man auch speziellen, konkreten anderen Sachen zuordnen. Beauty, Lifestyle, Kultur und Umwelt hat Mai auch in ihrem Programm. Genauso wie Sport, Wissenschaft allgemein und Experimente. Und Interviews mit Experten. Wie gesagt, das Thema Psychologie scheint am beliebtesten zu sein, gefolgt von Biologie, Ernährung, Chemie, wobei die Übergänge da auch verwaschen sind. Diese ganzen Grenzen zwischen den Naturwissenschaften sind sowieso reine Ansichtssache. Die unbeliebtesten Themen sind sowas wie Sport, Zoologie, Experteninterviews. Gehen wir nochmal in Social Blade hinein. Der Verlauf deckt sich ja auch hier mit den gewonnenen Abonnenten. Also im Jahr 2018 hat Mai meiner Meinung nach die neue Strategie aufgefahren, nicht nur allgemeine Themen aufzugreifen, die Sie jetzt speziell interessieren, sondern auch aktuelle Themen, die man wissenschaftlich mal prüfen könnte. Und das hat es dann auch irgendwie gebracht. Also nach dem Milch ist Gift-Video Anfang März ging es ziemlich schnell bergauf. Aber das war nicht das erste Clickbait-Thema. Tide Pod Challenge war auch noch aktuell. Und das Fluoride- und Zahnpasta-Video sind ebenfalls honorierbare Erwähnungen. Hier links im Bild sehen wir einmal die meisten Daumen hoch und die meisten Daumen runter. Der erste Platz geht jeweils an Milch ist Gift. Und auf der rechten Seite hier eine Art Verhältnis der positiven zu negativen Bewertungen. Und das ist die einzigste Grafik, die in der Trendlinie so eine leichte Neigung nach unten hat. Aber ich behaupte mal, das liegt hier an einigen speziellen, sehr schlecht bewerteten Videos. Und das schlechteste Bewertungsverhältnis hat tatsächlich das ASMR-Video, gefolgt von Impfen und Ask a Scientist, das Video mit dem Tiere töten. Da schauen wir mal in die Kommentare, warum das hier so unbeliebt war. Ach so, das scheint einige Leute aggressiv zu machen. Also nur das Thema an und für sich liegt also vermutlich nicht an Mai. So, wen interessieren noch die meist kommentierten Videos? Das war interessanterweise das Video über Gehirnverkalkung, aber ich wette, das kommt nur, weil es da diesen Aufruf gab wegen der Preisverleihung. Und die hat sie auch gewonnen. Hat funktioniert. Okay, Videodauer. Die Videodauer, das sind Zahlen in meiner Excel-Tabelle, die repräsentativ sind, weil die ändert sich ja mit der Zeit nicht, die Aufrufe und all sowas steigt ja. Und man sieht einen klaren Trend, am Anfang waren das eher kurze Videos und gegen Ende länger. In dem Podcast hier erklärt Mai, warum es dazu gekommen ist, dass ihre Videos länger werden. Als ich anfing mit YouTube, dachte ich, man kann den armen Menschen ja bloß nicht länger als 3 Minuten Wissenschaft zumuten. Dann ist aber die Aufmerksamkeit auch überstrapaziert. Letztendlich hat es mir irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, auf diesem Niveau auch zu vermitteln. Und habe dann angefangen, mich auszuprobieren und
bisschen eher das zu machen, was ich mir auch selber anschauen würde und wurde überrascht mit einem unglaublich positiven Feedback. Aber ganz nebenbei, wenn man sich mal so ein bisschen mit SEO, also Search Engine Optimization Techniken beschäftigt, kommt raus, dass für mehr Erfolg eines YouTube-Channels längere Videos besser sind zurzeit, weil lange Videos, die auch lange gesehen werden, die Watchtime erhöhen und das ein hohes Maß ist für YouTube für die Weiterempfehlung von Videos. Weil die natürlich auch daran interessiert sind, dass die Leute möglichst lange auf der Seite YouTube surfen und ihre Zeit verplempern. Oder bei MyLab was Neues lernen, das geht ja auch. Die optimale Videolänge soll zurzeit zwischen 8 und 15 Minuten liegen und das ist dieser Bereich hier. Dann schauen wir uns jetzt mal die Channelytics von MyLab durch TubeBuddy an. Ich habe jetzt hier irgendeinen Fake-Account erstellt, weil man da ziemlich viele Rechte über seinen YouTube-Kanal freigeben muss, damit man das nutzen darf. Und My scheint, wie es hier steht, auch kein Nutzer zu sein oder ihren Nutzerstatus privat zu halten. Was auffällt, ist, dass die Channel-Tags ein bisschen fehlerhaft sind. Slow. Und vor allen Dingen sind es immer nur einzelne Wörter. Und einzelne Wörter als Tags zu benutzen ist laut den SEO-Tipps ziemlich schlecht, weil hier hat sie zum Beispiel My, können wir ja mal googeln, searchen. Dieses Tool bietet auch eine kleine Keyword-Analyse. Wenn ich jetzt nur nach My suche, ja super, bringt mir gar nichts. Wenn ich jetzt aber nach MyT suche, ja, das ist ja schon mal sehr gut, dass bei MyT direkt das kommt. Und in einem ganz neuen Fenster, wo ich nicht angemeldet bin. Wow, okay, es ist ja auch ein Eigenname und kein genereller Begriff. Most Used Tags, Chemie, Terra X, MyLab. Hier das Search Volume ihres vollen Namens und hier nur. Da sieht man schon das Problem von einzelnen Wörtern als Keywords. Die sind meistens sehr competitive. Die sind meistens sehr konkurrierend. Einstellungen und hier kann man dann irgendwelche Kanal-Keywords setzen. Also in dem neuen Beta-Studio hat man da keine Probleme mit. Hier in dem Creator Studio Classic. Also ich nehme mal an, My schreibt ihre Keywords für die Videos vor. Also wenn man das macht, entweder Wörter, die zusammengehören sollen, in so Anführungszeichen packen oder halt mit Komma trennen. Jetzt hat er das hier irgendwie von sich aus in Anführungszeichen gesetzt. Also die Schreibweise scheint dem besser zu gefallen. Real-Time Subscriber Count. Schon wieder ein paar mehr. 1170 Abonnenten dazu gewonnen. An einem Tag. Hier schauen wir uns mal die Tags für das aktuellste Video an. Das ist schon extrem gut optimiert. Also 8 der 20 vorgeschlagenen Videos sind schon von My. Das ist einer der Gründe, warum die meisten Leute ihren Channel-Namen überall taggen und hashtaggen, wobei die vorgeschlagenen Videos auch unterschiedlich sind von User zu User. Also das ist nicht für jeden User gleich, sondern wird immer zusammengesetzt. Aber jetzt für mich, für einen komplett neu erstellten Kanal, ist es schon mal sehr gut, dass da 8 weitere Videos von My empfohlen werden. Hier kann man anschauen, wie gut die Tags gesetzt sind. Und man sieht MyT, Nguyen Kim, allein für sich. Das ist aktuell Platz 2, weil es das neueste Video ist. Das ist schon mal sehr gut. Auf Platz 1. Insgesamt hat das Video 8 Resultate für die Tags. Und hier sieht man auch Tags, die aus mehreren Wörtern bestehen. Die haben halt eine große Chance, auch gefunden zu werden. Also wenn ich irgendwas suche, dann suche ich schon eher spezielle Sachen und nicht allgemein Gender. Steht da irgendwo Gender als Tag? Tatsächlich hier. Bringt mir sehr viele Hits, aber jetzt nicht unbedingt dieses Video hier. Und die besten Praktiken laut diesem Tool hat sie auch alle erfüllt, bis auf das Kommentar-Pinnen. Soweit meine bescheidene Meinung, aber ich bin ja auch kein Experte, denn schaut mal meinen Kanal an. Ich bin total unerfolgreich auf YouTube. Ja, und diesmal finde ich auch die Videobeschreibung sehr gut. Hier hat sie Zeitstempel mit Inhaltsangabe, Quellen und weitere Infos. Und zwar schreibt sie da auch immer einiges dazu, zu dem, was sie sagt. Und das ist eigentlich auch ganz gut. So machen es die erfolgreichsten Kanäle auch. Nicht nur Links setzen, Links. Hier sind die Referenzen hier, das könnt ihr bei mir kaufen. Das sind meine Social Media, sondern auch was Inhaltliches zum Video. Kategorie Wissenschaft und Technik hat das Video. An der Stelle ein kleiner Schmanker aus der Excel-Tabelle. Schauen wir uns mal hier die Kategorien an für ihre Videos. Die sind jetzt nach Zeit geordnet. Und am Anfang waren ihre Videos alle kategorisiert als Menschen und Blogs. Das Video Liebe Väter, wir brauchen euch ist das erste, das mit Wissenschaft und Technik kategorisiert ist. Dann gibt es zwischendurch mal Film und Animation. Eis machen ohne Eismaschine. Auch eins, was zur Unterhaltung nur zählt.
aber dann im Wesentlichen Wissenschaft und Technik. Und wenn wir uns nochmal die Analytics hier anschauen auf Social Blade denkt, dass der Channel Type eher zu People, also Menschen und Blogs gehört und nicht zur Wissenschaft. Falls es das überhaupt gibt, aber ich kann ja mal einen anderen Wissenschaftskanal suchen. SciShow. Guck mal hier. Channel Type Education, das gibt's auch. Also da stimmt noch was nicht. Da müsste Mai noch mal was nachbessern. So, wir schauen uns jetzt mal eins ihrer ersten Videos an. Ich weiß nicht, welches soll man nehmen. Nimm mal das allererste. Also bei den früheren Videos sind die Videobeschreibungen noch nicht so aufgepimpt. Aber ich sehe gerade, die Kategorie wurde zu Wissenschaft und Technik geändert. Okay, zu meiner Entschuldigung, ich sitze an der Tabelle seit November, also seit mehr als 2 Monaten. Kann sein, dass sie das in den Winterferien alles mal korrigiert hat hier. Ich habe das Video an einer sehr vorteilhaften Stelle pausiert, tut mir leid. Also man sieht deutlich, dass die früheren Videos noch nicht so optimiert sind. 0, haha. Gutes Video, was ich da als Beispiel ausgesucht habe. Hier keine Infokarte, kein Endscreen. Untertitel sind hinzugefügt, was auch eine gute Möglichkeit ist, Reichweite zu bekommen. Kann sein, dass sie da echt immer Copy-Paste macht. Der erste Tag sollte nicht nur Mai sein, sondern der erste Tag sollte direkt auf das aktuelle Video bezogen sein. Chemie, Biologie, Physik, Funk. Das sagt alles nichts über den Inhalt dieses Videos aus, finde ich. Was positiv auffällt, selbst bei den alten Videos sind Untertitel hinzugefügt. Und gerade Untertitel sind jetzt bei ihrem Kanal sehr sinnvoll, finde ich, weil sie das auf Deutsch macht. Und ich finde es gut, dass es auf Deutsch ist und nicht auf Englisch. Hier oben kann man seinen Standort ändern. Sprache. Ich habe meine Titel und Beschreibungen jedenfalls auch auf Englisch übersetzt und sehe gerade, Mai hat das nicht gemacht. Das ist immer noch auf Deutsch, auch wenn ich Sprache auf Englisch stehen habe. Aha, auto-generated. Aber man kann immerhin hier automatisch auf Englisch übersetzen. Hier, das ist ja nicht grammatikalisch korrekt, aber immerhin etwas. Am 19.07.2017 hat sie auch zum ersten Mal einen Hashtag benutzt namens YeahScience. Gibt's den eigentlich noch? Gibt's da irgendwas zu? Okay, scheint ein frei erfundener Hashtag zu sein. Mit einem einzigen Video. Kann man machen. Warum nicht? Ja, danach ein paar Mal Funk. Dann hat sie das wieder sein lassen. Scheiß Werbung, der ist berühmt. Milch ist Gift war auch sehr berühmt. Real Science, the beauty of science. Oh, keine Ergebnisse für Stuntsardet. Instagram gibt Stuntsardet. So, ich habe auch versucht, so eine Art Format-Einteilung zu machen. Zum Beispiel hier Experimente 1, Special. Und ganz oft formuliert sie ihre Videotitel als Frage. So richtig eindeutige Listings gibt es nur 3-mal. Parodien könnte es auch öfters geben. Und ganz viele Videos haben Wissenschaft im Titel. Das Wort Wissenschaft oder wissenschaftlich. Und eine ihrer erfolgreichsten Formate wissenschaftlich geprüft. Manchmal auch mit wissenschaftlich erklärt betitelt. Einige Videos fangen auch an mit Warum oder Was. Und in den SEO-Tipps wird ja immer gesagt, Listings sind besser als How-Tos, also wie geht das und das, wie macht man das? Wie überlebe ich einen Fahrstuhlabsturz ist so fast das Einzigste, wobei das auch eher ein Scherzvideo ist. Und dann gibt es hier noch ein paar andere, die mit Wie anfangen, aber generell würde ich mir als Zuschauerin mehr praktische Anwendungsvideos wünschen. Reines Wissen ist ja schön und gut, aber ich klicke auch eher auf Videos, wo ich denke, das bringt mir was für meinen Alltag. Aus diesem Video kann ich mehr rausziehen als nur einen neuen Wissensvorsprung. Und hier habe ich mir notiert, dass Mai in 18 Videos irgendwelche Awards erwähnt. War auf jeden Fall gut, die zu erwähnen, weil sie hat sie auch alle gewonnen, glaube ich. Und sie hat sogar den Webvideopreis gewonnen, ohne das vorher angekündigt zu haben. Und das war ein Publikumspreis. Das muss man auch erstmal schaffen. Also ich würde mal sagen, dass Mai jetzt schon echte Expertin darin ist, wie man mit Science-Inhalten auf YouTube und in sonstigen Medien Erfolg hat. Vielleicht macht sie dazu auch noch mal ein Video. Aber sie hat ja selbst gesagt, sie hat mehr Videoideen, als sie umsetzen kann. Die Wunschthemenliste, die ich irgendwo notiert habe, ist viel länger, als ich im Leben Zeit haben werde. Das ist eben, ja, das Schöne an Naturwissenschaften. In jedem Lebensbereich gibt es irgendwie offene Fragen und in allen Lebensbereichen verspüre ich zumindest so ein Bedürfnis danach, herauszufinden, wie es denn jetzt wirklich ist. Man hört ja so viel, man findet heutzutage im Netz zu jeder erdenklichen Aussage auch irgendeinen Link, der einen da bestätigt. Dank der Wissenschaft kann man da dann doch nochmal schauen, ja, wo sind die Fakten, wem oder was kann ich denn noch glauben?
glauben oder was ist vielleicht auch nur eine Vermutung. Und das betrifft eben alle möglichen Bereiche und sei es jetzt Vorschläge aus den Kommentaren von den Zuschauerinnen und Zuschauern oder im Gespräch mit Freunden oder, weiß nicht, im Supermarkt, unter der Dusche. Mir fallen halt ständig irgendwelche Themen ein. Ich habe auch auf meinem Handy ein kleines Bookmark, wo ich sofort Themenideen aufschreibe, damit ich sie nicht vergesse. Wie gesagt, die Liste ist lang. Und sie achtet ja jetzt immer auf Aktualität, also wer weiß, wenn morgen wieder irgendein Meme da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Mai das aufgreifen wird. Ich denke, ein weiterer wichtiger Punkt, um mehr Reichweite aufzubauen, war es, sich auf andere YouTube-Kanäle zu beziehen, die erfolgreicher sind als sie. Zum Beispiel hier Made My Day oder auch Shane Dawson, Sami Slimani, naja. Ich gebe es zu, ich versuche das hiermit auch ein bisschen, aber ich habe mir auch sehr viel Mühe gegeben. Und gebe nicht einfach nur einen Kommentar ab. Schickes Banner mit rosa Hintergrund. Der Erlenmeyer-Kolben, der Keks, die Ananas, Freunde der Sonne. So viel Insider. Mai benutzt übrigens auch den Community-Tab hier. Ist auch eher selten, aber sie hat zum Beispiel Hazel Pockets Video hier empfohlen. Sehr schick. Die Bildschirmaufnahme hier mache ich jetzt am Donnerstag und heute kam ein Video. Bleibt das jetzt bei Donnerstag oder doch montags? Mir wurscht. Ich habe eh nichts zu tun. Ich schaue jeden Tag in YouTube rein. Ich finde es gut, dass es sowas gibt und dass meine Frau ist. Hier habe ich mir übrigens die Art der Videos notiert und viele sind Moderationen im Arbeitszimmer oder halt Moderation vor dieser Wand oder dieser neuen farblichen Rollo-Wand. Es gibt sehr aufwendig produzierte mit Außenreportern und sowas, aber auch da, wo es nur eine Moderation im Arbeitszimmer gibt, das ist für mich genauso viel wert und die sind teilweise auch besser angekommen, weil sie sich da trotzdem inhaltlich mit rotem Faden sehr viel Mühe gegeben hat. Sie rattert das nicht einfach so runter, sondern macht das auch mit ein paar witzigen Bemerkungen und Einspielern teilweise. Da frage ich mich auch, wie das irgendwie bezahlt oder abgerechnet wird, weil so ein aufwendigeres Video, da ist dann mehr Zeit dahinter als wie bei anderen Formaten wie einem Ankündigungsvideo. Aber ich stelle mir das auch so vor, dass es da irgendwie so ein Zeitmanagementsystem gibt, wo man eintragen kann, wie lange man jetzt insgesamt gearbeitet hat. Und wenn einige Videos aufwendiger sind als andere, dann läppert sich das über der Zeit dann so auf. So stelle ich mir das vor, dass das so funktioniert. Aber ich habe da auch keine Ahnung. Meilensteine. Also sie hat da auf jeden Fall schon eine Menge kleiner Gadgets und Insider geschaffen, die meiner Meinung nach auch dazu beitragen, diese Community zu festigen. So, wie gesagt, ich habe diese Videoreihe jetzt vor über 2 Monaten begonnen. Das passt alles nicht in ein Video. Ich habe mir ein paar Videos rausgesucht, wo man konkret Kritik äußern könnte. Da habe ich noch ganz viel, habe ich mir auch hier meine Excel-Tabelle notiert. Kritik habe ich nicht so viel, aber Meilensteine. Na, ich habe hier auf jeden Fall eine Reihe an Videos, die ich dazu machen könnte. Weil ich habe kein Leben, keine Ahnung. Ich habe damit gewissenhaft angefangen, aber dann wurde es zu viel und deswegen höre ich an dieser Stelle auf und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten MyLab, wissenschaftlich geprüft. Inzwischen versuche ich bei MyLab zu schauen, was es schon gibt zu einem Thema und was es eben auch noch nicht gibt. Ich möchte eben auch Infos vermitteln, die man sich nicht so leicht ergoogeln kann. Ich möchte mir eben für die Zuschauerinnen und Zuschauer die Arbeit machen, die Zeit nehmen, die sie nicht haben, mich durch den Wust da durchzuwühlen und ihnen das weiterzugeben, was ich eben herausfinde. Ich weiß halt, wie es ist, als Wissenschaftlerin in seinem eigenen Kopf so ein bisschen gefangen zu sein. Danke.